Liebe H2O-Fans, ich bin die Anna und ich zeige euch, wie ihr aussehen könnt wie Clio. In diesem Video hier zeige ich euch nicht nur ihr Make-up, sondern auch die Frisur. Und ich habe genau dieses Styling von Clio gewählt, weil es super einfach ist und auch vor allem super schnell geht und also perfekt für die Schule ist, wenn man morgens sowieso nicht so viel Zeit hat. Und falls ihr auch Mako-Fans seid und auch NYXi besonders gerne mögt, dann klickt einfach hier hin, dann öffnet sich nämlich ein neues Fenster und dann seht ihr NYXi-Styling. Und zwar auch nicht nur das Make-up, sondern auch noch die Frisur. Zurück zu Clio. Falls ihr neugierig auf das Make-up und auf die Frisur geworden seid, dann bleibt doch einfach dran. Ich beginne zuerst mit den Augen. Foundation und Puder habe ich schon aufgetragen, weil ich nämlich Hautunreinheiten abdecken musste. Wenn ihr das nicht müsst, dann überspringt einfach diesen Schritt und wenn doch, dann lasst es mich doch einfach in den Kommentaren wissen und ich drehe dann ein extra Video darüber, in dem ich das ganz genau zeige. Und nun zurück zu Clio. Wenn ihr eure Augen zum Strahlen bringen wollt, dann wendet ihr einfach diesen Trick an. Hier ist ein vereinfachter Farbkreis. Um eure Augenfarbe mehr strahlen zu lassen, nehmt einfach die Komplementärfarbe. Das ist die Farbe, die genau gegenüber liegt. Zum Beispiel, bei Blau ist es Orange, hier könnt ihr Farben mit einem hohen orangenen Anteil nehmen. Bei Grün ist die Komplementärfarbe Rot, also nehmt ihr hier rötliche Farben wie Rosa oder Lila. Und bei braunen Augen schaut ihr, wie das Braun zusammengesetzt ist. Bei haselnussfarbenen Augen sehen grünliche oder bläuliche Lidschatten gut aus und Mädchen, die dunkelbraune, also fast schwarze Augen haben, können so gut wie jede Farbe tragen. Insgesamt haben Mädchen mit braunen Augen mehr Farbauswahl, aber nur, wenn man sich natürlich an diesen Farbkreis halten will. Denn generell gilt, ihr tragt einfach das, was euch gefällt. Clio hat grün-braune Augen. Will man braun mehr strahlen lassen, kann man grünliche Töne nehmen. Wenn man das Grün aber hervorheben will, dann nimmt man einfach rötliche Brauntöne. So wie auch auf diesem Bild hier. Und das machen wir jetzt auch. Zuerst nehme ich einen Lidschattenpinsel und tupfe einen matten beigefarbenen Lidschatten auf das bewegliche Lid auf. Das bewegliche Lid ist das, was man nicht mehr sieht, wenn man das Auge öffnet. Damit ihr wacher und frischer ausseht, sollte das Beige einen Tick heller als eure Hautfarbe sein. Der Rest des Lidschattens, der noch auf dem Pinsel ist, kommt unter den höchsten Punkt der Augenbraue. Das öffnet das Auge noch mehr. Jetzt nehmt ihr einen runden und fluffigen Pinsel und ein Braun, das etwas dunkler als eure Hautfarbe ist. Und wenn ihr eure Augen öffnet und gerade ausschaut, dann seht ihr eine Stelle direkt über dem beweglichen Lid, die leicht hervortritt. Und das ist der Augenbrauenknochen, ihr könnt ihn auch fühlen. Und genau da tragt ihr diesen braunen Lidschatten auf. Wenn ihr das gemacht habt, dann bewegt diesen Pinsel vorsichtig an den Rändern der braunen Farbe hin und her. Und das nennt man Verblenden. Und falls es jetzt zu schnell ging und ihr immer noch nicht wisst, was Verblenden genau ist, habe ich euch hier noch ein extra Video darüber verlinkt. Auf dem Bild seht ihr, dass Clio die Augen mit Braun umrandet hat. Ihr könnt dafür einen braunen Kajal nehmen oder, wie ich, einen Lidschatten. Damit es leichter und dünner wird, nehme ich einen abgeschrägten Pinsel und einen rötlichen, dunkelbraunen Lidschatten. Und dieses Braun tupfe ich jetzt so nah wie möglich am Wimpernkranz entlang auf. Und ich stoppe da, wo auch meine Wimpern aufhören. Und den Rest der Farbe, der noch auf meinem Pinsel ist, tupfe ich unten am Wimpernkranz auf. Und ich stoppe da, wo meine Pupille ist, wenn ich gerade ausschaue. Jetzt sieht alles etwas kantig aus, deswegen nehme ich einen runden, fluffigen Pinsel, der aber kleiner ist als der Pinsel von vorhin und fahre ihn an den Rändern des dunkelbraunen Lidschattens vorsichtig hin und her. Ich verblende also die braune Linie. So wirkt alles etwas weicher und das gleiche mache ich auch am unteren Wimpernkranz. Damit ihr größere und wacher wirkende Augen habt, tragt einfach einen beigen Kajal auf die untere Wasserlinie auf.
Und zum Schluss tuscht ihr mit eurer Lieblingsmascara die Wimpern und ihr habt jetzt eure Augen genauso geschminkt wie Clio. Und jetzt zum Rest. Clio trägt ein pfirsichfarbenes mattes Rouge, also nehmt einen Rougepinsel und tragt das Rouge auf den Apfelbäckchen auf. Wie ihr eure Apfelbäckchen findet, ist ganz einfach. Ihr lächelt und da, wo eure Wangen etwas runder werden, sind auch eure Apfelbäckchen. Und genau hier tupft ihr das Rouge vorsichtig auf und verstreicht die Farbe am Wangenknochen entlang. Und falls es für euch einfacher ist, könnt ihr auch eine liegende 8 malen. Aber was ganz wichtig ist, nehmt immer wenig Rouge, denn es kann gerade bei Rouge immer schnell zu viel werden. Falls ihr aber jetzt doch zu viel Rouge erwischt habt, könnt ihr das so noch retten. Ihr nehmt euren Puderpinsel und etwas Puder und fahrt mit dem Pinsel an den Rändern vom Rouge entlang und so wirkt die Farbe etwas schwächer. Und jetzt zu den Lippen. Clio trägt einen pfirsichfarbenen Lippenstift, bestimmt damit ihre Lippen zu den Wangen passen. Deshalb trage ich jetzt auch so eine Farbe auf und ich benutze nur deshalb einen Pinsel, weil mein Lippenstift schon fast leer ist und ich nur so an etwas Farbe komme. Clios Frisur sieht sportlich aus und ist wirklich sehr einfach. Und dafür braucht ihr eine Bürste und einen Haargummi. Für mehr Volumen kämmt ihr eure Haare über Kopf durch und macht euch dann einen hohen Pferdeschwanz. Falls einige Strähnen etwas fester am Kopf liegen als andere, zieht ihr vorsichtig an ihnen. So lockern sie sich etwas und die Haare liegen dann einfach schöner. Und zum Schluss zieht ihr den Haargummi noch etwas fester und fertig ist auch schon die Frisur. Wie ihr seht, habe ich euch nicht zu viel versprochen, sie ist wirklich super einfach. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und falls ihr es verpasst habt, vorhin auf Nixis Video zu klicken und euch diese Art von Video hier ganz gut gefallen hat, dann klickt einfach hier drauf oder falls ihr das Video mit dem Handy schaut, dann schaut einfach in die Infobox, dort ist auch nochmal der Link verlinkt und dann seht ihr nämlich Nixi Styling. Falls ihr Videowünsche habt, dann postet sie doch einfach unten in die Kommentare und wir versuchen sie so bald wie möglich umzusetzen. Und schreibt mir doch, welche Serie euch am besten gefällt, also H2O oder Mako und auch natürlich, welches Styling ihr als nächstes sehen wollt. Natürlich könnt ihr auch auf meinem persönlichen Kanal vorbeischauen, Awish1987, der ist auch nochmal in der Infobox verlinkt und dann nochmal am Ende dieses Videos hier. Dann bin ich schon gespannt auf eure Kommentare und ja, dann sehen wir uns sehr bald. Ciao!